Sie hat keine Hakennase, keinen Buckel und fliegt auch nicht auf einem Besen durch die Gegend. Und trotzdem ist Jacqueline Schaller eine richtige Hex, sagt sie. Eine Hex ist eine Frau in Vollkommenheit. Das soll nicht überheblich tönen, aber das ist eine Frau, die ihre 3 Facetten lebt, die die Jungfrau lebt, die Mutter und schlussendlich die weise Alte mit all ihren medialen Fähigkeiten und Urkräften. Mit Ritualen in der freien Natur und Energieübertragungen und dank diesen Urkräften und medialen Fähigkeiten können sie Kontakt mit den Seelen von Verstorbenen aufnehmen, Gedanken lesen und die Zukunft voraussagen. Ihre spezielle Gabe hat sie schon sehr früh an sich entdeckt. Es war eigentlich als Kind, als ich mit meiner Katze geredet habe. Ich war in Österreich und die Katze in der Schweiz. Und ich habe sie gesehen und sie hat mit mir geredet und hat mir gesagt, dass sie sterben wird. Und das war auch so. Ja. Als Hex nennt sich Jacqueline Schaller Galuna. Galuna ist der botanische Name vom Heidekraut, der Glückspflanze. Sie sagt keine böse Hex. Grundsätzlich mache sie alles zum Wohl von allen. Und sie möchte Vorurteile abbauen. Darum hat sie eine Hexenschule gegründet, wo sie ihr Wissen an Frauen weitergibt. Bei sich daheim, nicht etwa in einem Hexenhäuschen, sondern in einem hundskommunen Mehrfamilienhaus zu Kallnach. Da praktiziert sie unter anderem die Kunst vom Kartenlegen. Oh, sehr schön. Ich habe auf unseren Tag Karten ausgelegt. Arbeit wird gefestigt über die Spiritualität. Da ist jemand, der so ein bisschen unsicher ist. Das ist ein jüngerer Mann, der noch nicht so weiss, ob er das Ganze glauben und ernst nehmen soll. Sehr spannend. Bis vor kurzem hat die Mutter von 2 erwachsenen Kindern noch im Büro von einer Eisengüsserei gearbeitet. Jetzt ist sie Vollzeit-Hex. Die Reaktionen im Bauerndorf waren am Anfang heftig. Vor allem von religiösen Gemeinschaften sind Briefe gekommen. Du bist am Teufel ab dem Karren gefallen. Man erschrickt. Und ich kann nicht anders. Das bin ich. Und je mehr dass ich dazu stehe und je mehr dass das die Öffentlichkeit so erfährt und auch erfährt, was ist eine Hexe, was bedeutet der Begriff Hexe überhaupt, umso einfacher wird es. Mittlerweile sei sie akzeptiert im Dorf. Im Leben von einer Hex spielen die 4 natürlichen Elemente Luft, Erde, Wasser und Feuer eine zentrale Rolle. Auch bei dem Ritual, das Galuna ihrer Schülerin beibringt. Wir machen ein Sonne-Mond-Ritual. Wir aktivieren weibliche und männliche Energien. Und das bringt? Das bringt, damit ein nächster neuer Zyklus stattfinden kann, weil jede Jahreszeit steht in einem anderen Element. Die Musik kommt ab dem Smartphone. Auch die Hexen gehen mit der Zeit. Natur, Pflanzenkunde und spirituelle Ritual. Das entspricht der Hexenschülerin Claudia Fries voll und ganz. Ich lebe sehr gerne in der Natur. Ich lebe mit Kräutchen. Ich bin eine kleine Kräutchenhexe. Und früher habe ich das mehr im stillen Kämmerlein gemacht. Und heute kann ich es doch einfach machen. Egal, ob jemand rum ist oder mir zuschaut. Sali Weib. Sind wir eins? Ich danke es. Harmonie pur. Auch da bricht sie das Klischee. Die Hex aus dem Berner Seeland.